Hallo liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen bei Tobi Lotta. Tobi, ich habe mir schon so lange einen Hund gewünscht. Nein Lotta, es gibt keinen Hund. Ach Milo, aber ich will unbedingt einen Hund. Schaut mal, ein Hundehaufen. Der ist doch gar nicht echt. Ich denke nicht. Aber das bringt mich auf eine coole Bastelidee. Lass uns einen Hundstiftehalter und einen unechten Hundehaufen basteln. Damit können wir unsere Freunde so richtig reinlegen. Ja, genau, liebe Lotta. Lass uns den Bastelschrank rufen. Bastelschrank! Und dieses Material braucht ihr dazu: Buntpapier in den Farben hellbraun, dunkelbraun, weiß und rosa, einen Stift, Kleber, eine Schere und so eine Dose. Nehmt euch den hellbraunen Papierstreifen zur Hand und beschmiert die Oberfläche mit Kleber. Umwickelt den Papierstreifen um eure Dose. Dann nehmt ihr euch ein kleines Stückchen hellbraunes Papier und umwickelt es zu einer Kegelform. Etwas Kleber anbringen und festkleben. Das Ende mit der Schere abschneiden und die Spitze etwas andrücken. Genau so. Unten macht ihr ein paar Einschnitte. Etwas Kleber anbringen und das wird die Nase, die ihr dann an der Dose befestigt. Auf ein Stück Weißpapier malt ihr euch 2 Augen und die Schnauze. Die Gesichtsteile schneidet ihr aus und klebt sie an der Dose an. So und so. Aus einem rosaroten Stück Papier schneidet ihr euch die Zunge aus und klebt sie ebenfalls unten an der Dose an. Dann nehmt ihr euch ein Stückchen hellbraunes Papier, faltet es einmal zur Mitte und zeichnet euch einmal die Ohren bogenförmig auf und die Pfoten, einen Strich und ein paar Bögen nach oben. 1 Bogen, 2 Bögen und 3 Bögen. Alle Elemente ausschneiden und aus dunkelbraunem Papier schneidet ihr euch ein paar Details aus, die ihr dann an den Pfoten anklebt. Alle Teile klebt ihr dann an eurer Dose an. Einmal die Ohren, rechts und links, und dann die Pfoten, rechts und links. Und schon habt ihr einen süßen kleinen Hund gebastelt. Für die Hundekackerknete braucht ihr einen Becher Mehl, ein paar Teelöffel Kaffee oder Kakaopulver und etwas Wasser. Alle Zutaten mischt ihr gut miteinander, bis ihr dann eine Knete habt, die nicht mehr klebt. Und damit könnt ihr so viel Spaß haben und spielen. Und nach dem Spielen könnt ihr die Knete in eure Hundedose verstauen. Oder ihr benutzt die Hundedose als Stiftehalter. Wir haben den Hund und den Hundehaufen fertig gebastelt. Das war eine echt witzige Bastelidee, oder? Die Bastelzeit ist für heute leider vorbei. Vielleicht schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein bei Tobi Lotta.